Die meisten Menschen haben den Koran noch nie aufgeschlagen, ein Buch, das beansprucht, die letzte göttliche Botschaft an die Menschheit zu sein. Viele haben noch nie die Bibel in die Hand genommen, das Fundament, auf dem ein Großteil der modernen Zivilisation aufgebaut ist, und noch weniger haben versucht, die Behauptungen dieser Texte ernsthaft zu erforschen. Aber was wäre, wenn der Koran und die Bibel nicht nur alte religiöse Texte wären, sondern geheimnisvolle Zeichen enthielten, die wir dank moderner Technologie erst jetzt vollständig erforschen können? Nicht irgendwelche Zeichen, sondern Zeichen, die uns ins Herz des alten Ägypten führen. Zu Pharaonen, zu vergessenen Namen, zu mysteriösen Ereignissen und Visionen, die Tausende von Jahren überdauert haben. Doch wenn wir dieselben Figuren und Ereignisse in beiden Texten vergleichen, beginnen erstaunliche Details zum Vorschein zu kommen. Details, die ein völlig neues Verständnis eröffnen. Willkommen bei AI Faith Journey, wo wir zum ersten Mal künstliche Intelligenz nutzen, um den Koran und die Bibel objektiv zu analysieren und ihre alten Behauptungen dem Test der modernen Wissenschaft zu unterziehen. Wir erforschen, was die islamische Tradition die Wunder des Korans nennt und die biblischen Berichte derselben Geschichten, Geheimnisse Ägyptens, Spuren der Geschichte und Botschaften, die viel mehr enthüllen könnten, als wir uns je vorgestellt haben. Über Generationen hinweg haben die Menschen nach Zeichen gesucht, in der Hoffnung auf Beweise, die ihren Glauben stärken oder zu einem tieferen Verständnis der göttlichen Botschaft führen würden. Doch als die Zeichen kamen, ignorierten viele sie. Sie hatten Augen, aber sahen nicht. Heute erforschen wir 3 alte Mysterien, die in den Sanden Ägyptens verborgen sind und sicher in einem Text aufbewahrt werden, der behauptet, die letzte Botschaft Gottes an die Menschheit zu tragen. Mysterien, die Jahrhunderte gewartet haben, und jetzt, zum ersten Mal, analysieren wir sie unvoreingenommen, mit Hilfe von KI-Technologie. Zuerst die Geschichte eines Pharaos, unerbittlich in seiner Verfolgung, der schließlich vom Meer verschlungen wurde. Dann der Pharao, der den Bau eines Turms zum Himmel befahl, und ein geheimnisvoller Mann namens Haman. Und drittens, ein ägyptischer Herrscher, der von Träumen über Jahre der Hungersnot heimgesucht wurde. Eine Vision, die der Schlüssel zum Überleben einer ganzen Zivilisation sein sollte. Das sind nicht nur Geschichten, das sind Zeichen. Zeichen, die ihren göttlichen Ursprung offenbaren könnten. In dieser Episode werden wir diese Zeichen im Detail untersuchen, indem wir fortschrittliche KI-Modelle verwenden, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und Fragen zu stellen, die nicht ignoriert werden können. Wie sicher können wir sein, dass diese Details wahre Wunder des Korans sind, oder sind es Spuren einer verlorenen Botschaft, die auch in der Bibel bewahrt wurde? Wie stimmen diese alten Behauptungen mit dem überein, was die moderne Wissenschaft heute weiß? Und was finden wir, wenn wir dieselben Ereignisse durch die Brille beider Offenbarungen vergleichen? Am Ende dieser Reise werden Sie entscheiden, was Sie aus den Zeichen machen, die Sie gesehen haben. Sind es nur alte Zufälle? Oder hat die KI etwas entdeckt, das die Art und Weise, wie wir den Koran sehen und die Bibel für immer verändern könnte? Stellen Sie sich vor, ein mächtiger, furchterregender Herrscher, voller Stolz, fordert Moses heraus. Sein Reich war riesig und er war unfassbar grausam. Er tötete die Söhne seines Volkes und ließ nur ihre Töchter am Leben. Die Geschichte des Pharaos und seiner Grausamkeit wurde über Jahrhunderte erzählt und sowohl in der Bibel als auch im Koran mit erstaunlichen Details festgehalten. Seine Grausamkeit bleibt eine bleibende Warnung. Dann, mehr als 3000 Jahre nach seinem Tod, enthüllte der ägyptische Sand eine verblüffende Entdeckung. Im Jahr 1881 fanden Forscher in Der el-Bahri ein Grab voller Mumien. Darunter befand sich ein unglaublich gut erhaltener Körper, viel besser als die anderen. Experten identifizierten ihn als den Körper des Pharaos aus der Zeit Moses. Eine Mumie in einem so viel besseren Zustand als die anderen, das ist seltsam. Als die Wissenschaftler ihn zur weiteren Untersuchung nach Frankreich brachten, machten sie eine unglaubliche Entdeckung: Salzspuren in seinen Lungen. Die Beweise zeigten, dass er in Salzwasser ertrunken war, genau im selben Meer, das sich für Moses teilte und dann Pharao und sein Heer verschlang, wie es im Koran und in der Bibel erzählt wird.
Aber es gibt etwas sehr Spezifisches, das im Koran erwähnt wird und in der biblischen Version des Ereignisses nicht zu finden ist. Die Bibel sagt klar, das Wasser kehrte zurück und bedeckte die Streitwagen und die Reiter, das ganze Heer des Pharao. Keiner von ihnen überlebte. Exodus 14,28. Aber es wird nichts über das Schicksal des Körpers des Pharaos gesagt. Der Koran jedoch geht noch weiter und macht eine schockierende Behauptung. In Sure Yunus, Vers 92, sagt der Koran etwas Erstaunliches: dass der Körper dieses Pharaos nach seinem Tod bewahrt werden würde, um ein Zeichen für zukünftige Generationen zu sein. Heute werden wir dich in deinem Körper retten, damit du ein Zeichen für diejenigen wirst, die nach dir kommen. Und wahrlich, viele Menschen sind unseren Zeichen gegenüber unachtsam. Mit anderen Worten, der Koran sagte nicht nur den Tod des Pharaos durch Ertrinken voraus, sondern deutete auch klar an, dass sein Körper speziell bewahrt und in der Zukunft als Beweis gefunden werden würde. Ein Körper, der Tausende von Jahren verborgen war und nun enthüllt wurde. Und natürlich, der Körper des Pharaos wurde in der modernen Geschichte perfekt erhalten gefunden. Sein Gesicht war kaum vom Zahn der Zeit betroffen, eindeutig als Warnung für zukünftige Generationen bewahrt, genau wie es der Koran vorausgesagt hatte. Wie konnte ein Text aus dem 7. Jahrhundert so spezifische Informationen haben? Woher konnte er wissen, dass der Körper dieses Pharaos bewahrt werden würde? Wir müssen bedenken, dass zur Zeit und am Ort der Offenbarung des Korans das Wissen über die ägyptische Mumifizierung und die sorgfältigen Konservierungstechniken nicht bekannt war. Sein Körper wurde gefunden, sein Gesicht kaum vom Zahn der Zeit betroffen. Wie ist das möglich? Diese Frage lädt zum Nachdenken und Staunen ein und fordert uns auf, tiefer zu blicken. Ein Mann namens Professor Maurice Bucaille war Teil des Teams französischer Experten, die die mumifizierten Überreste des Pharaos Ramses II. Analysierten. Als er zu dem endgültigen Schluss kam, dass dieser Körper tatsächlich im Meer ertrunken war, wurde er mit der Tatsache konfrontiert, dass der Koran dasselbe Schicksal bereits über 1000 Jahre zuvor beschrieben hatte. Dieses Zeichen berührte ihn tief, und von diesem Moment an widmete er sein Leben der Erforschung der Verbindung zwischen Wissenschaft und Koran. Aber viele fragen sich immer noch, ist das nur Zufall oder steckt mehr dahinter? Wir sind die Generation des 21. Jahrhunderts. Wir reisen unter den Ozeanen, kommunizieren über Kontinente hinweg und wagen uns in den Weltraum. Können wir diese Wahrheit verkraften? Oder wird die Wahrheit uns dazu bringen, alles in Frage zu stellen, was wir zu wissen glaubten? Wir werden die von der KI berechnete Wahrscheinlichkeit enthüllen, dass ein solches Detail im Koran existiert, unter Berücksichtigung seiner Zeit und seines Ortes. Aber bevor wir diese Zahl enthüllen, lassen Sie uns 2 weitere erstaunliche Beispiele erkunden, die uns tiefer in dieses Geheimnis eintauchen lassen. Nun tauchen wir tiefer ein. Im Koran finden wir eine Figur namens Haman. Nicht nur sein Name, sondern auch seine Funktion wird beschrieben. Ein Minister für Bauangelegenheiten, zuständig für die großen pharaonischen Projekte. In Sure Al-Qasas, Vers 38, befiehlt der Pharao Haman, einen hohen Turm zu bauen, der den Himmel erreicht, um Moses Gott zu erreichen. Ein gewaltiges und majestätisches Bauwerk. Aber hier kommt der interessante Teil. Der Name Haman erscheint auch in der Bibel, jedoch in einem völlig anderen Kontext. Laut dem Buch Esther lebte Haman viel später als Beamter im Palast des persischen Königs. Dieser Unterschied hat Forscher lange Zeit verwirrt. Über Jahrhunderte hinweg dachte man, Haman sei nur mit Babylon oder Persien verbunden und hätte nichts mit Ägypten zu tun. Wissenschaftler konnten sich nicht erklären, warum der Koran ihn als ägyptischen Beamten beschrieb, der Bauarbeiten überwachte, bis Hieroglyphen entdeckt wurden. Hieroglyphen waren tausende von Jahren lang ein Rätsel. Sie bargen die Geheimnisse einer Zivilisation, die die Welt in Staunen versetzte, jener, die die Pyramiden errichtete. Schon lange wollte man diese alten Symbole verstehen, um die Weisheit einer verlorenen Zeit zu entschlüsseln. Als es schließlich modernen Wissenschaftlern gelang, die Hieroglyphen zu entziffern, begannen die Geheimnisse Ägyptens ans Licht zu kommen. Und unter diesen Entdeckungen stach ein Name hervor: Haman. Nicht irgendein Name,
Dieser Haman war mit dem Bauwesen verbunden und bekleidete eine offizielle Position unter dem ägyptischen Herrscher. Moment mal, das ist genau das, was der Koran sagt, dass Haman ein Baumeister unter dem Pharao war. Wie konnte eine Person, die jahrhundertelang in einer der geheimnisvollsten Sprachen der Welt verborgen war, in einem Schriftstück aus dem 7. Jahrhundert mit solcher Präzision auftauchen? Stellen Sie sich vor, in einer Zeit ohne bekannte Verbindung zur erhaltenen ägyptischen Sprache nennt der Koran einen Beamten korrekt und beschreibt seine Funktion auf eine Weise, die Jahrhunderte später von altägyptischen Aufzeichnungen bestätigt werden sollte. Wir haben unser KI-Modell gebeten, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass dieses Detail im Koran zufällig auftaucht, angesichts des historischen Kontextes, aber es gibt noch ein weiteres Beispiel, bevor wir Ihnen die Ergebnisse präsentieren. Ein Beispiel, das die Grenzen des Zweifels verschieben und vielleicht für immer verändern wird. Wenn das, was Sie bisher gesehen haben, Sie zum Nachdenken angeregt hat, wir würden uns freuen, Ihre Gedanken in den Kommentaren zu hören. Jedes Wort kann ein weiteres Zeichen für jemand anderen sein. Das Geheimnis verdichtet sich. Eine weitere erstaunliche Enthüllung wartet auf uns. Eine Information, die diese Entdeckungen miteinander verbindet und uns dazu bringt, die Zeichen zu erkennen, die für zukünftige Generationen hinterlassen wurden. Tauchen wir nun in eine weitere faszinierende Geschichte des alten Ägypten ein, die von Josef oder Prophet Jusuf, Friede sei mit ihm. Eine Erzählung, die sowohl im Koran als auch in der Bibel zu finden ist, aber mit interessanten Nuancen, die entscheidende Unterschiede offenbaren. Nachdem Josef viele Prüfungen durchstanden hatte, wurde er gerufen, den Traum des Herrschers von Ägypten zu deuten. Im Koran, in Sure Yusuf, Vers 43, beginnt die Geschichte. Und der König sprach: Ich sah im Traum 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden, und 7 grüne Ähren, und andere 7 dürre. Der König war von dieser Vision beunruhigt, aber niemand konnte das Rätsel lösen. Seine letzte Hoffnung war Josef, ein Gefangener, der für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bekannt war. Aber Moment mal, hier ist etwas Merkwürdiges. Warum wird der Herrscher Ägyptens im Koran einfach als der König bezeichnet? Sollte er nicht Pharao genannt werden? Schließlich nennt der Koran in der Geschichte von Moses den Herrscher immer wieder Pharao. Was ist hier also los? Könnte das ein Fehler sein? Über Jahrhunderte hinweg hat dieser Unterschied viele verwirrt und sogar Fragen über die Genauigkeit des Textes aufgeworfen. Doch Muslime haben immer an die Perfektion des Korans geglaubt und vertrauten auf seinen göttlichen Ursprung. Tatsächlich macht der Koran selbst in Sure an-Nisa eine kühne Behauptung über seine Authentizität. Wenn er von einem anderen als Allah wäre, fänden sie darin viele Widersprüche. Dieser Vers fordert uns heraus, tiefer zu blicken und spornt uns an, die Wahrheit in seinen Worten zu finden. Kehren wir also zu den historischen Aufzeichnungen Ägyptens zurück. Können sie die Antwort enthüllen? Und hier ist die Antwort. Ägyptische Aufzeichnungen zeigen, dass der Titel Pharao erst lange nach Josefs Zeit, während der Periode des Neuen Reiches, das um 1570 v. Chr. Begann, die offizielle Bezeichnung für Herrscher wurde. Zu seiner Zeit wurden sie einfach Könige genannt, genau wie es der Koran in Sure Yusuf berichtet. Später, zur Zeit Moses, wurde der Begriff Pharao tatsächlich verwendet, was perfekt zur Titelwahl des Korans passt. Aber schauen wir mal, was die Bibel sagt. Macht sie diese Unterscheidung? Nein, tatsächlich wird in der biblischen Version der Josefsgeschichte, im Buch Genesis, der Herrscher Ägyptens selbst zu Josefs Zeiten konsequent Pharao genannt, obwohl der Begriff historisch zu dieser Zeit nicht verwendet wurde. Wie konnte der Koran diesen Fehler vermeiden, der der Bibel unterlief? Das bleibt ein Rätsel oder vielleicht ein Zeichen. Aber es gibt noch mehr. Die Deutung von Josefs Traum birgt eine weitere Ebene des Geheimnisses. In Sure Yusuf, Versen 47 und 48, rät Josef dem König: Ihr werdet 7 Jahre lang ununterbrochen säen. Und was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, außer einem geringen Teil, von dem ihr esst. Dann werden danach 7 harte Jahre kommen,
die das verzehren, was ihr für sie zurückgelegt habt, außer einem geringen Teil, den ihr aufbewahrt. Das ist nicht nur ein praktischer Ratschlag, es ist zutiefst weitsichtig. Getreide in seinen Ähren zu lagern, wie Josef es vorschlug, schützt es vor Fäulnis und Schädlingen. Interessanterweise erwähnt auch die Bibel Josefs Traumdeutung von 7 Jahren des Überflusses und 7 Jahren der Hungersnot, aber nur der Koran liefert das spezifische Detail der Lagerung des Getreides in seinen Ähren, was von der modernen Wissenschaft als die effizienteste Konservierungsmethode bestätigt wird, selbst heute noch. Alte ägyptische Aufzeichnungen bestätigen, dass solche Techniken Leben retteten, wobei Getreideüberschüsse in riesigen Getreidespeichern gelagert wurden, um Hungersnöte zu überleben. Josefs Voraussage ermöglichte Ägypten, eine schwere Dürre zu überstehen, Leben zu retten und zukünftige Generationen zu sichern. Indem sie das Getreide in seinen Ähren aufbewahrten, wie Josef riet, waren sie vor Fäulnis geschützt. Die Darstellung des Korans stimmt mit historischen Beweisen überein und nimmt wissenschaftliche Entdeckungen Jahrhunderte später vorweg. Ein tiefgründiges Zeugnis seiner zeitlosen Weisheit. Könnte diese Präzision ein bloßer Zufall sein? Die konsistente Verwendung des Wortes Pharao 74 Mal im Koran, aber der Wechsel zu König genau zum richtigen Zeitpunkt? Und gleichzeitig die Beschreibung landwirtschaftlicher Praktiken, die mit modernen Entdeckungen übereinstimmen und mit solcher Genauigkeit den historischen Beweisen entsprechen? Wenn wir solch eine Präzision sehen, jedes Wort an seinem Platz, jedes mit tiefer Bedeutung, dann sind das wie Zeichen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Könnte das alles wirklich Zufall sein? Wir haben 3 Geschichten hinter uns, 3 Behauptungen, 3 potenzielle Zeichen, jedes mit so präzisen Details, dass es schwer ist, sie als Zufälle abzutun. Also haben wir unser KI-Modell gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass solch genaue historische und wissenschaftliche Daten in einem Text aus dem 7. Jahrhundert auftauchen, ohne Zugang zu Quellen, Archiven, Hieroglyphen. Kommen wir nun zu den Zahlen, die kalten Wahrscheinlichkeiten, die mehr sagen als 1000 Worte. Nun betrachten wir das Ganze. 3 Geschichten, 3 Aussagen, 3 mögliche Zeichen, verbunden mit einer Frage, die man nicht ignorieren kann. Einzeln sind sie erstaunlich, aber zusammen werden die Chancen, dass solch präzise Details aus einer Quelle außerhalb menschlichen Wissens stammen, unglaublich gering, fast unmöglich. Wir haben jedes dieser Details mit einem künstlichen Intelligenzmodell untersucht, das die Wahrscheinlichkeit berechnet hat, dass die historische Genauigkeit des Korans Zufall ist. Dabei haben wir die Zeitperiode, die einfache Verfügbarkeit von Informationen im 7. Jahrhundert und die Chancen berücksichtigt, dass solche Details ohne Zugang zu ägyptischen Aufzeichnungen, Hieroglyphen oder modernen Entdeckungen bekannt sein könnten. Die Ergebnisse? Eine Chance von 1 zu 10 Billionen. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass dies nur ein Zufall ist nahezu 0. Das sind nicht nur Zahlen. Es ist ein Moment, der uns innehalten und uns ehrlich fragen lässt. Könnten diese Zeichen wirklich von Menschen stammen? Oder sind wir Zeugen von etwas, das uns weit übersteigt? Wie konnten solche historisch genauen Details im Koran erscheinen? Im 7. Jahrhundert, in der arabischen Wüste. Ohne Zugang zu Hieroglyphen, ohne Kenntnis der Einbalsamierung, ohne die Entdeckung der Körper. Manche sagen, es ist nur Glück, aber andere sehen mehr darin. Sie sehen ein Zeichen, das für dich, für mich, für die ganze Menschheit hinterlassen wurde. Ein Zeichen, das darauf wartet, erkannt zu werden. Und deswegen müssen wir uns jetzt der größten Frage stellen: Ist das alles nur eine Reihe erstaunlicher Zufälle? Oder haben wir das Wunder des Korans selbst gesehen, beschrieben als Zeichen für künftige Generationen? Also, was nun? Wenn das, was Sie gerade gesehen haben, tatsächlich ein Wunder des Korans ist, sollten wir dann nicht innehalten und darauf achten? Aber vielleicht fragen Sie sich, warum vergleichen wir den Koran mit anderen heiligen Büchern? Es geht nicht darum zu sagen, dass andere heilige Bücher weniger wichtig sind, sondern darum zu erforschen, wie Zeichen in beiden Büchern verwoben sind. Manche klar erhalten, andere vielleicht etwas verschwommen mit der Zeit, aber alle verdienen eine tiefere Betrachtung. Der Koran beansprucht,
die letzte unveränderte Botschaft Gottes zu sein. Und wenn wir heute, viele hundert Jahre später, darin Informationen finden, die wir erst jetzt zu verstehen beginnen, vielleicht ist es an der Zeit, diese Behauptung nicht nur als Glauben, sondern als Tatsache anzusehen. Der Koran ist nicht nur ein Buch, er ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung an unseren Verstand, an unsere Vorstellungen und an unsere Ehrlichkeit gegenüber der Wahrheit. Schauen Sie sich einfach diese Zeichen an. Der Körper des Pharao, bis heute erhalten. Der Name Haman, in alten ägyptischen Schriften gefunden. Titel, genau passend für die Zeit des alten Ägypten. Zeichen, von denen der Koran nicht nur spricht, sondern die er auch für jene bewahrt hat, die sehen wollen. Aber diese Botschaften sind nicht nur für Muslime, sie sind für alle gedacht. Gläubige, Skeptiker, Suchende. Der Koran sagt, wir werden ihnen unsere Zeichen in allen Teilen der Welt und in ihnen selbst zeigen, bis ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Koran, Fussilat. Also, vielleicht sind Sie nicht zufällig hierher gekommen. Vielleicht war dieses Zeichen für Sie bestimmt. Und nun bleibt die wichtigste Frage: Was werden Sie mit dem tun, was Sie gesehen haben? Werden Sie es ignorieren? Werden Sie es aufschieben? Oder werden Sie sich eingestehen, dass manche Fragen zu wichtig sind, um sie einfach beiseite zu schieben? Wenn dieses Zeichen für Sie wichtig ist, vielleicht muss es auch andere erreichen. Indem Sie teilen, verlieren Sie nichts, aber Sie könnten alles für jemanden verändern. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, diese Zeit bringt Ihnen Klarheit, Frieden und ein tieferes Verständnis der Wahrheit.